Hallo liebe Häkelfreunde, ich bin wieder wohlauf und möchte an dieser Stelle einen besonders lieben und dankbaren Gruß ins Landeskrankenhaus Feldkirch schicken, wo ich ausgezeichnet betreut worden bin und wohl auch für Belustigung gesorgt habe, denn wie könnte es anders sein, ich habe natürlich auch im Krankenbett gehäkelt. Links die Infusionsnadel, rechts die Häkelnadel. Ich freue mich sehr, euch heute diese etwas verrückte Tunika präsentieren zu dürfen. Das tolle Muster, der zauberhafte Farbverlauf und die wunderschönen weiten Ärmel lassen an die 60er Jahre und an den bald aufblühenden Frühling denken. Ich hoffe, die Tunika gefällt euch und wünsche euch wie immer viel Spaß und Freude beim Nacharbeiten. Heute verwende ich zwei Bobbel mit dem Namen Himbeer Jeans von Sabine Helfers Meine Bobbelträumerei. Ich habe beide Bobbel von Rot nach Blau verarbeitet. In der nächsten Einstellung seht ihr den Bobbel entgegengesetzt gewickelt. Wenn ihr also den Farbverlauf gleich haben wollt, bestellt ihr die Bobbel am besten gleich gewickelt, innen rot und außen blau. Ihr könnt die Bobbel sowohl in verschiedenen Lauflängen als auch in vielen verschiedenen Farben bestellen. Vielen lieben Dank an Sabine Helfer, die mir diese Bobbels zur Verfügung gestellt hat. Ihr findet die Gruppe mit dem Namen Meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich, da einmal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Bevor ihr mit dem Häkeln beginnt, gebe ich euch den Tipp von der ersten Farbe, also von der Farbe, mit der ihr beginnt, von jedem Bobbel ca. 5 bis 6 Meter Faden abzuschneiden. Dann könnt ihr später die Seitennaht mit diesem farblich passenden Faden schließen. Ich beginne von innen nach außen und ich verwende für den Anschlag eine Häkelnadel Nummer 3 und danach eine Häkelnadel Nummer 3,5 und ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Häkle zunächst 2 Luftmaschen, drehe die erste um, sodass ich hier einstechen kann, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Hole den Faden durch, masche die erste Masche ab, die erste Schlaufe und dann die restlichen beiden steche in den Querfaden wieder ein, hole den Faden durch, masche nur eine Schlaufe ab und dann die restlichen beiden immer in den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, eine Schlaufe abmaschen und dann die anderen beiden. Und auf diese Weise entsteht ein elastischer Anschlag. Wir häkeln hier sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Gezählt werden die Maschen hier oben, wo die schönen Maschen sind. Und ich häkle für die Größe 40-42 121 Maschen und die anderen Maße
und die Erklärung folgen gleich, wenn ich das gemacht habe. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 121 feste Maschen angeschlagen. Für das Muster brauchen wir eine Maschenzahl, die durch 8 teilbar ist, plus am Ende noch eine zusätzliche Masche. Was das Maß betrifft, ist es bei dem Muster, das wir nachher gleich machen, so, dass wir bei der Anschlagsreihe ungefähr 20% mehr rechnen müssen, weil das nachfolgende Muster sehr stark zusammenzieht. Ich schreibe euch für die verschiedenen Größen die benötigten Maße für die Anschlagsreihe hin inklusive der zusätzlichen 20%. Wie gesagt, die Maschenzahl muss durch 8 teilbar sein und am Ende brauchen wir noch eine zusätzliche Masche. Ich habe 121 feste Maschen angeschlagen. Das sind bei mir ca. 65 cm. Es bleiben aber, wenn wir ein Stück gehäkelt haben, nur ca. 53 bis 54 cm übrig. Das entspricht ungefähr meiner halben Hüftweite. Seid am Anfang also auf keinen Fall zu sparsam mit den Maschen, sonst kann die Tunika zu eng werden. Und jetzt drehen wir das Ganze herum, sodass die schönen Maschen oben sind. Und ganz wichtig, ich steige jetzt auf eine Häkelnadel Nummer 3,5 um, also meine halbe Nummer stärker als die vorige. Das Muster, das wir machen, besteht aus 4 Musterreihen. Die erste Musterreihe beginnt mit einer Luftmasche und gleich in die allererste feste Masche kommt wieder eine feste Masche. Dann lassen wir 3 Maschen aus und in die 4. Masche kommen 9 Stäbchen in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Immer 3 auslassen und jede 4. Masche wird behäkelt. 3 auslassen, eine feste Masche in die 4. Masche. Ein Umschlag, 3 auslassen und in die 4. Masche, die kommt, kommen wieder 9 Stäbchen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 auslassen, eine feste Masche, 3 auslassen und 9 Stäbchen in eine Masche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 auslassen, eine feste Masche. Und das machen wir die ganze Reihe so. So sieht das aus. Und kurz vor Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe lauter solche
Muscheln gehäkelt. Am Ende müssen 4 feste Maschen übrig bleiben. Davon lassen wir 3 aus und in die letzte feste Masche kommt wieder eine feste Masche. Die Reihe endet also gleich wie sie begonnen hat, nämlich mit einer festen Masche, und wir wenden die Arbeit. Die Rückreihe, die zweite Musterreihe, beginnt mit 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und einer 4. Luftmasche für den Abstand. Und dann häkeln wir gleich in die feste Masche ganz am Rand noch ein zweites Stäbchen dazu. Wir haben jetzt so ein kleines V erhalten. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen und in die mittlere von diesen 9, das heißt in die 5., 1, 2, 3, 4, 5, in die 5. Masche, in das 5. Stäbchen eine feste Masche, 2 Luftmaschen und ein V in diese feste Masche, die hier dazwischen liegt, mit dem Unterschied, das V wird ein bisschen größer. Wir häkeln zuerst ein Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und noch einmal ein Stäbchen in die feste Masche. Also dieses V ist ein bisschen größer als dieses hier am Rand. Dann wieder 2 Luftmaschen in die 5. Masche, ins 5. Stäbchen, also am höchsten Punkt eine feste Masche, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die feste Masche, hier unten zwischen den Gruppen 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Das sieht so aus. Dann immer, ganz wichtig, 2 Luftmaschen in die 5. Masche, eine feste Masche, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die feste Masche, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die feste Masche, 2 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 Maschen zählen, in die 5. eine feste Masche, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die feste Masche, 2 Luftmaschen, noch ein Stäbchen in die feste Masche, 2 Luftmaschen und eine feste Masche ins 5. Stäbchen. Das sieht so aus. Wir haben hier zwischen den Gruppen jetzt lauter Vs und ganz wichtig ist immer 2 Luftmaschen dazwischen, und das machen wir bis zum Ende der Reihe, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig, habe hier eine feste Masche ins 5. Stäbchen noch gemacht. Jetzt fehlen noch 2 Luftmaschen und wir brauchen am Ende der Reihe ein kleineres V, das heißt, in die letzte feste Masche häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen, so wie am Anfang der Reihe. Und wir kommen zur 3. Musterreihe. Die 3. Musterreihe beginnt sozusagen mit einer halben Muschel, also das ist eine ganze Muschel mit 9 Stäbchen, eine halbe Muschel hat 5 Stäbchen. Das erste ist ein Ersatzstäbchen, also 3 Luftmaschen und dann 4 in dieses V hinein,
4 Stäbchen ins V hinein, so dass wir insgesamt 5 Stäbchen haben, inklusive Ersatzstäbchen. Und jetzt in diese feste Masche aus der Vorrunde, die hier auf der Muschel sitzt, hier kommt eine feste Masche wieder hinein und dann in jedes V 9 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann eine feste Masche in die feste Masche, die hier auf dieser Muschel sitzt. Eine feste Masche und ins V hinein 9 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die feste Masche in die feste Masche. Das Ganze sieht dann so aus und das machen wir bis zum Ende der Reihe und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Hier habe ich die letzte ganze Muschel gemacht, eine feste Masche in die feste Masche und jetzt haben wir hier noch das Rand V. Da machen wir es wie am Anfang der Reihe. Wir häkeln 4 Stäbchen ins V hinein, 2, 3, 4 und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche von unten gezählt. 1, 2, 3, in diese Luftmasche kommt das letzte Stäbchen und wir wenden und wir kommen zur vierten Musterreihe und die beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche gleich aufs allererste Stäbchen, eine feste Masche, dann 2 Luftmaschen, dann kommen wieder diese Vs in die feste Masche und zwar ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, in die 5. Masche eine feste Masche, 2 Luftmaschen, ein V in die feste Masche, also ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, in die 5. Masche eine feste Masche, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die feste Masche, 2 Luftmaschen, noch ein Stäbchen in die feste Masche, 2 Luftmaschen und immer ins 5. Stäbchen eine feste Masche. Das Ganze sieht so aus und das machen wir wieder die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier am Ende noch unbedingt diese 2 Luftmaschen machen, die wir immer hier dazwischen haben, die dürfen wir nicht vergessen.
und dann wieder 4 Stäbchen überspringen und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens kommt die feste Masche. Und es ist ganz wichtig, dass es wirklich die dritte Luftmasche ist, nicht weiter unten einstechen, sonst werden die Seiten zu kurz. Und wir wenden die Arbeit und wir haben jetzt den Mustersatz einmal gehäkelt. Er besteht aus 4 Reihen und ich mache die 4 Reihen noch einmal mit euch und die werden dann stets wiederholt. Die erste Reihe beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche ganz am Rand in die erste feste Masche hier, eine feste Masche, dann 9 Stäbchen in das V hinein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und eine feste Masche in die feste Masche, die auf dieser Muschel sitzt. Da kommt die feste Masche hinein und dann wieder 9 Stäbchen ins V. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann zu dieser festen Masche sozusagen springen, die hier auf dieser Muschel sitzt. Da kommt eine feste Masche hinein. Und das machen wir wieder bis zum Ende der Reihe. Und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und hier fehlt am Schluss noch eine feste Masche ganz am Rand in die vorhandene feste Masche. Die zweite Musterreihe beginnt mit zunächst 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und eine vierte brauchen wir für den Abstand, dann ein weiteres Stäbchen in die feste Masche ganz am Rand, dann 2 Luftmaschen und immer in das 5. Stäbchen eine feste Masche, 2 Luftmaschen und dazwischen, also zwischen den Muscheln, kommt ein V. Das besteht aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen in dieselbe Masche. Dann immer 2 Luftmaschen, 4 Stäbchen überspringen und ins 5. eine feste Masche, 2 Luftmaschen und in die feste Masche zwischen den Gruppen ein V, bestehend aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen, einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und immer in das 5. Stäbchen eine feste Masche. Und das machen wir wieder die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe wieder mit der Reihe fertig, habe hier noch eine feste Masche in die Mitte der Muschel gemacht. Jetzt folgen noch 2 Luftmaschen und dann in die allerletzte feste Masche ganz am Rand ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen, genauso ein V wie am Anfang der Reihe. Die dritte Musterreihe
beginnt mit 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen, und dann 4 Stäbchen in das V ganz am Rand, 2, 3, 4, sodass wir 5 Stäbchen mit dem Ersatzstäbchen haben, also praktisch eine halbe Muschel, dann eine feste Masche in die feste Masche, die hier auf dieser Muschel drauf sitzt, und dann geht es wie gewohnt weiter mit 9 Stäbchen in jedes V, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann eine feste Masche in die feste Masche, und das machen wir wieder die ganze Reihe so, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die dritte Musterreihe endet mit 4 Stäbchen in dieses kleinere V ganz am Rand, 2, 3, 4 und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche von unten gezählt, so dass wir auch hier 5 Stäbchen haben, so wie am Anfang der Reihe. Und die vierte Musterreihe beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche ganz am Rand ins erste Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und dann ein V in die feste Masche, bestehend aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen, 2 Luftmaschen, und wir sind wieder im Muster drin. Ins 5. Stäbchen eine feste Masche, 2 Luftmaschen, ein V, bestehend aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen, einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und immer in das 5. Stäbchen eine feste Masche, und das machen wir wieder bis zum Ende der Reihe, und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet so, wir häkeln nach dem letzten V noch 2 Luftmaschen und dann eine feste Masche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Und ich wende wieder, und das Teil ist schon deutlich schmäler geworden. Ich habe jetzt nur noch ungefähr 54 cm ungedehnt gemessen, und wir haben jetzt den Mustersatz zweimal gehäkelt. Wie gesagt, er besteht aus 4 Reihen, und diese 4 Reihen, die wir gerade gemacht haben, die häkeln wir jetzt hinauf, immer dieselben 4 Reihen. Für die Größe 40×42 mache ich ungefähr 63 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch hin, und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ca. 63 cm hoch gehäkelt. Die anderen Maße schreibe ich euch noch einmal hin, und jetzt mache ich noch eine Abschlussreihe. Ich habe mit einer Rückreihe geendet, also mit einer Reihe mit Vs hier, und für die Abschlussreihe beginne ich mit 3 Luftmaschen
und häkle jetzt immer in die Lücken, in jede Lücke, die wir hier haben, also immer wo 2 Luftmaschen sind in der Vorreihe, egal ob es jetzt ein V ist oder eben eine solche Lücke. In jede Lücke häkle ich eine Noppe, und zwar hole ich einen Umschlag, hole den Faden einmal durch, ein Umschlag, hole den Faden zweimal durch, ein Umschlag, hole den Faden dreimal durch, Masche alle Schlaufen ab bis auf 2 und dann die restlichen beiden, und dann häkle ich 2 Luftmaschen, springe in die nächste Lücke und häkle auch hier wieder eine Dreiernoppe hinein, dann immer 2 Luftmaschen und immer von Lücke zu Lücke springen und eine Dreiernoppe häkeln und dazwischen 2 Luftmaschen, und das machen wir bis zum Ende der Reihe, und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe beinahe beendet. Auch in die allerletzte Lücke noch eine Noppe gehäkelt und häkle am Rand noch ein Stäbchen als Abschluss, und ich häkle noch eine Luftmasche, lasse 2-3 Meter Faden dran, den brauchen wir noch für die Schulter nach. Und jetzt nehmt ihr euch den zweiten Bobbel und häkelt ein absolut identisches Teil, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Ich ziehe noch den Faden durch und ziehe ihn fest. Und wie gesagt, den zweiten Bobbel nehmen, diesen inzwischen ruhen lassen und ein zweites identisches Teil anfertigen, und dann sehen wir uns bei den Schulternähten wieder. Willkommen zurück. Ich habe ein zweites identisches Teil angefertigt, die beiden Teile aufeinander gelegt, dass die schöne Seite jeweils innen ist. Und für die Schulternähte habe ich folgende Vorbereitungen getroffen. Im ersten Schritt habe ich hier die Mitte gesucht, und zwar habe ich meine Noppen gezählt über die ganze Breite. Bei mir waren es 45, das ist die mittlere Noppe hier unter der Klammer, und links und rechts sind also 22 Noppen. Sollte bei euch die Mitte eine Lücke sein, dann markiert ihr die Lücke. Es müssen auf jeder Seite gleich viele Noppen sein. Dann habe ich von der Mitte aus ca. 14 cm auf beide Seiten herüber gemessen. Auch hier die Noppen gezählt, dass es gleich viele sind. Und dieses Stück hier schließen wir, und der Halsausschnitt sollte zwischen 28 und 29 cm breit sein. Und dann nehmen wir uns den Faden, den wir dran gelassen haben auf beiden Seiten, und stechen ganz am Rand ein in das Stäbchen. Hier ist es ein Ersatzstäbchen, hier hinten ganz am Rand durchstechen, den Faden durchholen, eine Luftmasche häkeln, und dann würde ich hier vor diesen beiden Noppen noch einmal durchstechen. Eine feste Masche häkeln und dann immer schauen, dass die Noppen genau übereinander liegen, und in jede Lücke 3 feste Maschen machen. Auf diese Weise
kommen auch die Noppen ganz schön übereinander und das machen wir bis zur Klammer und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur Klammer gehäkelt, die Klammer habe ich entfernt und die letzte feste Masche würde ich hier noch nach diesen beiden Noppen machen. Dann eine Luftmasche und den Faden abschneiden, durchziehen und für die zweite Seite dreht ihr euch das Ganze um, beginnt wieder von außen nach innen und schaut, dass ihr ganz genau gleich viele Noppen schließt wie auf dieser Seite und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe beide Schulternähte geschlossen, die Tunika wieder auf die schöne Seite umgedreht, auf der Schulter sieht das dann so aus, hier ist die Naht und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten, um zu schauen, wie wir es am besten machen können und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam und dann sehen wir uns wieder. Bis bald! Willkommen zurück. Ich habe, wie besprochen, einen Ärmel vorbereitet. Der sieht so aus. Auch die Seitennaht geschlossen und die zweite Seite machen wir jetzt gemeinsam. Und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe mir die Tunika jetzt so auf den Tisch gelegt, dass hier die Schulternaht ist. Die Teile also auseinandergeklappt, die schöne Seite ist oben und ich habe hier 2 Maschenmarkierer gesetzt und zwar für die Größe 40-42 habe ich von der Schulternaht auf beide Seiten 25 cm gemessen. Die anderen Maße schreibe ich euch hin, passt aber auf, legt das nicht so gedehnt auf den Tisch, sondern schön eng, also ganz flach, denn sonst wird euch der Ärmel zu schmal. Also wie gesagt, ungedehnt auf den Tisch, legen am besten auf eine glatte Oberfläche, damit das stimmt. Und zu eurer Orientierung, bei mir sind es, ich habe immer diese vollen Reihen hier gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 solche Bogenreihen und dann habe ich hier noch eine Lücke zusätzlich freigelassen. Das kann bei euch natürlich anders sein, aber so habt ihr eine Orientierung und auch auf der anderen Seite genau zählen, damit das genau stimmt und schreibt euch diese Zahlen auf, auch die Maschenzahl dann für den Ärmel, damit der zweite Ärmel genau gleich wird und ich nehme für beide Ärmel jeweils wieder getrennte Bobbel, also den ersten Ärmel mit dem ersten Bobbel machen, den zweiten Ärmel mit dem zweiten Bobbel. Und wir beginnen hier beim ersten Maschenmarkierer. Ich nehme den jetzt heraus und hier, wo so eine volle Gruppe ist, bei mir, hier beginne ich, steche mit der Nadel durch, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche noch einmal in dieselbe Öffnung ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche zunächst und in dieselbe Öffnung ein halbes Stäbchen. Und jetzt seht ihr hier am Rand, hier ist ein Stäbchen am Rand, hier ist ein Stäbchen am Rand, hier wo die vollen Bögen sind, hier sind immer 2 feste Maschen am Rand.
Dann folgen wieder 2 Stäbchenreihen, 2 feste Maschen und ich mache das so. Um die Stäbchen herum häkle ich jeweils 2 halbe Stäbchen. Hier ist ebenfalls eine Stäbchenreihe, 2 halbe Stäbchen, wo am Rand Stäbchen sind, und hier haben wir am Rand 2 feste Maschen. Da häkle ich in jede ein halbes Stäbchen. Dann folgen wieder 2 Stäbchenreihen, hier wieder 2 halbe Stäbchen pro Stäbchenreihe und da, wo die festen Maschen am Rand sind, jeweils ein halbes Stäbchen. Es muss schön flach werden und das machen wir bis zur Schulternaht und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Schulternaht angekommen und wieder zu eurer Orientierung. Bei mir haben sich 43 halbe Stäbchen bis zur Naht ergeben. Das muss bei euch nicht genau gleich sein, aber es soll euch als Anhaltspunkt dienen. Und wir brauchen natürlich auf der anderen Seite der Naht bis zum Markierer gleich viele halbe Stäbchen. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe auch auf der zweiten Seite gleich viele halbe Stäbchen dran gehäkelt und ich habe insgesamt eine Maschenzahl jetzt von 86. Wie gesagt, das nur als Anhaltspunkt. Merkt euch auf jeden Fall eure Zahl für den zweiten Ärmel und jetzt wenden wir die Arbeit und häkeln ca. 20 cm in halben Stäbchen und wir machen dabei auch Abnahmen, aber immer am Ende der Reihe, das heißt der Anfang der Reihe ist immer eine Luftmasche und gleich ins allererste halbe Stäbchen ein halbes Stäbchen und ich häkle lauter halbe Stäbchen zurück und zwar häkle ich jetzt eins weniger, bei mir also 85 und das mache ich, indem ich den letzten Maschenkopf frei lasse, aber das zeige ich euch am Ende der Reihe. Bis gleich. Willkommen zurück, ich habe jetzt die Reihe zurückgehäkelt und wie gesagt, den allerletzten Maschenkopf lasse ich frei. Das heißt, ich habe jetzt ein halbes Stäbchen weniger und das machen wir immer am Ende der Reihe. Aber am Anfang, da nehmen wir nicht ab, da starten wir mit einer Luftmasche und häkeln immer gleich ins allererste halbe Stäbchen wieder ein halbes Stäbchen und in dieser Reihe erhalte ich 84 bei mir und falls ihr euch da nicht sicher seid, dann empfehle ich euch mitzuzählen am Anfang beziehungsweise auch eventuell Notizen zu machen. Also immer am Ende der Reihe ein halbes Stäbchen weglassen und ich mache 27 Reihen halbe Stäbchen, das sind bei mir 20 cm. Genauso immer weiter und ich mache eine ungerade Anzahl an Reihen. Die Zahl kann bei euch auch ein bisschen anders sein. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 20 cm
hinuntergehäkelt. Bei mir sind das 27 Reihen. Zum Verständnis, ich habe jetzt noch 60 Maschen. Wir haben ja in der ersten Reihe eine bestimmte Zahl Maschen aufgenommen und ab der zweiten Reihe dann jeweils eine Masche abgenommen. Das heißt, bei 27 Reihen habe ich 26 mal abgenommen und ich hatte am Anfang 86 Maschen und jetzt habe ich noch 60 und mein Ärmel ist jetzt noch ungefähr 30 cm breit. Auch das ist ein Richtwert. Die anderen Maße schreibe ich euch hin. Es kommt aber nicht auf einen Zentimeter mehr oder weniger an. Und jetzt beginnen wir mit der Ärmelrüsche. Ich befinde mich auf einer Rückreihe, das heißt auf der Innenseite, das seht ihr hier an der Naht. Und ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle jetzt in jede Masche, die kommt, ein V und das bedeutet immer ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen in dieselbe Masche. Das sieht dann aus wie ein V. Diese beiden Stäbchen befinden sich in einer Masche und wir machen in jede Masche, die kommt, immer ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Diese V sind also ganz eng beieinander, damit der Ärmel diese schöne Weite bekommt. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe lauter V gehäkelt bis zum vorletzten halben Stäbchen und ins letzte mache ich noch ein einzelnes Stäbchen, unser Randstäbchen, und dann wenden wir und wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen. Das ist unser Randstäbchen. Und jetzt häkeln wir immer in die V's hinein, also da, wo eine Luftmasche dazwischen ist, in die V's jeweils 3 Stäbchen. Dann diese beiden Stäbchen, die nah beieinander sind, überspringen und ins nächste V hineinspringen und immer in die V's hinein 3 Stäbchen häkeln, dazwischen immer diese beiden Stäbchen auslassen, also nur in die V's häkeln, und zwar immer 3 Stäbchen, und das machen wir mit allen V so, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe in jedes V 3 Stäbchen gehäkelt. Das sieht so aus. Und am Ende haben wir hier noch ein Ersatzstäbchen und hier häkeln wir ein Randstäbchen in die 3. Luftmasche dieses Ersatzstäbchens. Und achtet darauf, dass es wirklich die 3. Luftmasche ist. Und jetzt wenden wir wieder. Und jetzt können wir mit dem Muster beginnen. Die erste Musterreihe beginnt mit 4 Luftmaschen, 3 zählen als ein Stäbchen und eine für den Abstand. Und jetzt häkeln wir immer über diese Dreiergruppen hier 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, stechen ins erste Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag,
stechen ins zweite Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, ein Umschlag, ins dritte Stäbchen einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen. Wir haben 4 Fäden auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab und dann folgen 2 Luftmaschen als Abstand. Ein Umschlag, wir kommen zum nächsten Dreiergrüppchen, ins erste einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, ein Umschlag, ins zweite Stäbchen einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, das Ganze noch ein drittes Mal und dann alle 4, die auf der Nadel sind, abmaschen, 2 Luftmaschen. Und immer schauen, dass es über der Dreiergruppe ist, 3 zusammen abgemaschte Stäbchen häkeln und als Abstand 2 Luftmaschen. Das Ganze sieht so aus und das machen wir wieder die ganze Reihe so und am Ende sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Die Reihe endet mit einer Luftmasche als Abstand und einem Randstäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorrunde. Und wir wenden wieder. Die nächste Reihe beginnt mit 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen. Dann ein Stäbchen in diese erste Lücke und dann immer 3 Stäbchen in jede Lücke. Also einfach 3 Stäbchen in jede Lücke, keine Luftmaschen dazwischen. Immer von Lücke zu Lücke springen und 3 Stäbchen hineinhäkeln. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe beinahe beendet. Am Ende folgt noch ein Stäbchen in diese letzte Lücke hier. Und dann noch ein Randstäbchen in die dritte Luftmasche von unten gezählt. Also praktisch mit 2 Stäbchen, so wie sie begonnen hat. Sie hat auch mit einem Ersatzstäbchen und einem Stäbchen in die Lücke begonnen. Und wir wenden wieder. Und die nächste Reihe beginnt mit 4 Luftmaschen, 3 als Stäbchen und eine für den Abstand. Dieses Stäbchen hier lassen wir aus. Und wir häkeln wieder über jeder Dreiergruppe der Vorreihe 3 zusammen abgemaschte Stäbchen. Dazwischen 2 Luftmaschen. Also immer genau über dieser Dreiergruppe der Vorrunde 3 zusammen abgemaschte Stäbchen, als Abstand 2 Luftmaschen. Und das machen wir wieder die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder beinahe mit der Reihe fertig und sie endet mit einer Luftmasche und einem Stäbchen in die dritte Luftmasche, das Ersatzstäbchen. Dieses Stäbchen lassen wir aus. Ein Randstäbchen. Und jetzt haben wir 5 Reihen gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Und die 4. und 5. Reihe wird jetzt ständig wiederholt. Und zwar mache ich noch einmal 20 cm, das heißt 20 cm hier oben und 20 cm Rüsche.
Ihr könnt natürlich auch mehr oder weniger machen, ganz wie es euch gefällt. Und ich würde mit so einer Reihe enden, also mit einer, wo die 3 Stäbchen in die Lücke kommen. Und wenn ihr eure gewünschte Länge erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, meine Ärmelrusche hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe noch einmal 20 cm dran gehäkelt, von hier gemessen. Jetzt habe ich die Tonika so hingelegt, dass die schöne Seite innen ist, und ich schließe jetzt die Nähte. Zunächst die Ärmelnaht bis hierher und dazu lasse ich den Faden dran und hole ihn hier durch, ganz am Rand, möglichst weit am Rand, durchstechen, den Faden durchholen, eine Luftmasche häkeln, und hier haben wir lauter Stäbchenreihen. Das heißt, wir können immer 2 feste Maschen pro Reihe machen, und achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenstimmen, und das mache ich bis zu den halben Stäbchen hinauf, und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei den halben Stäbchen angekommen. Ihr habt ja gesehen, ich habe überall Klammern angebracht. Ganz wichtig hier bei den strategischen Stellen, hier unter dem Arm, dass das ganz genau zusammenpasst. Und über die halben Stäbchen drüber, da müsst ihr schauen, dass es eine möglichst flache Naht wird. Also nicht zu viele feste Maschen machen, sonst wälzt sich die Naht, und auch nicht zu wenige, sonst zieht sich die Naht zusammen. Also hier mit ein bisschen Gefühl die Naht schließen, so dass sie möglichst flach wird, und macht die festen Maschen nicht so klein. Ich hole sie immer den Faden ein bisschen herauf und masche dann ab. Und wir sehen uns unter dem Arm wieder. Willkommen zurück, ich habe die Ärmelnaht geschlossen, am Ende noch eine Luftmasche gemacht, den Faden abgeschnitten, und ich nehme jetzt den farblich passenden Faden für dieses Stück hier. Und hier ist es wieder ganz wichtig, dass ihr genau schaut. Es kommen immer 2 halbe Bögen zusammen und 2 ganze Bögen, 2 halbe Bögen, 2 ganze Bögen, und wir haben hier immer Stäbchenreihen, und hier, wo die ganzen Bögen sind, da sind am Rand immer 2 feste Maschen, und hier häkeln wir immer jeweils eine feste Masche hinein. Ich starte hier unter dem Arm, schlinge neu an, mache einen Knoten hinein. Ich steche noch einmal durch dieselbe Öffnung ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und häkle die beiden Teile Masche für Masche zusammen. Und wie gesagt, schaut auch hier, dass die Reihen übereinander stimmen und dass es eine flache Naht wird. Und ihr müsst natürlich noch den zweiten Ärmel und die zweite Naht machen, und dann ist unsere Tonika fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen, hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten und vor allem beim Tragen dieser verrückten Tonika. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet,
denn mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.